was erzählen. Gut. Also Maria Florentia hat mir erzählt, dass wir einen Kaffeebaum haben auf dem Grundstück. Und da sind wir jetzt auf dem Grundstück, wo wir vorhin waren, und das haben wir gar nicht gesehen. Also dieser große Baum hier ist ein Kaffeebaum. Man spricht ja sonst von Kaffeestrauch, aber der ist halt schon so uralt. Und das hier ist der Kaffee. Tja, Freunde. Ja, und wenn sie reif sind, wenn sie rot sind, dann nimmt man die weg und dann trocknen, rösten, wie man es kennt, und dann hast du deinen Kaffee. So. Kaffeebaum. Und da wachsen auch schon Junge von unten, siehst du? Mhm. Die kann man dann vielleicht auch irgendwo hinsetzen, wo sie besser Auf jeden Fall. wachsen. Die kommen da wild vom Kaffee, der halt runtergefallen ist. Lässt hier schon wieder Kaffee. Ja, eben, ich wusste nicht, was das ist. Und das ist also der Kaffee. Nicht die ganzen kleinen kaputt-trampeln, weil davon will ich Ableger machen. Also Kaffee hier auf der Insel ist natürlich ganz krass. Ne? Ja, der ist da hinten in den Mangos. Hinter dem Mango ist der Baum. Vielleicht hat es weiter oben noch, da waren wir eben noch waren. Wahnsinn. Ja. Und diese Bäume hier, habt ihr da auch drüber geredet? Nein. Okay. Nein, nur über den Kaffee. Wahnsinn. Das ist wieder eine Avocado. Und das ganz große, dunkelgrüne ist die Wollmispel. Wolf? Ja. Die blüht jetzt, so ich das sehe, und im Frühjahr haben sie dann die orangefarbenen Früchte und innen den großen Kern. Da bin ich auch gespannt. So, dann gehen wir jetzt mal auf die zweite Etage. Ja, würde ich doch sagen, ne? Gut, Hier, das ist glaube ich noch das ist eine Pimpinella, das ist ne? der Pimpinella-Strunk. Der muss raus. Das ist die Quelle des Übels. Und das da hier, was hier zwischen den Bananen wächst, sind Süßkartoffeln. Die wuchern wohl auch einfach wild weiter. Ja. Aber auf jeden Fall sieht das so aus. Das haben wir dann erklärt, man soll eine Süßkartoffel ausgraben, dann kann man sie in Stücke schneiden und wieder setzen, dass sie sich vermehren. Und, ja. Mein Gott, haben wir ein Stück lang. Und hier eben auch wieder Bananen. Jetzt sind wir auf der zweiten Ebene. Da unten ist das Stück, das wir schon gerodet haben mit den Bananen, und im Hintergrund unser Haus. Und da sind wir jetzt auf eine Etage höher. Da hat es auch viele Bäume, Mangos, Mispeln, Kaffee eben. Ja. Ja, super. Dann spazieren wir mal weiter. Ja, gehen wir mal weiter hoch, ne? Vergesst alles nicht für mich. Nein, Du brauchst ja nicht ausmachen. dann darfst du das auch wieder übernehmen. Aha. So, muss ich die Hacke nehmen. Ich kann ja die Hacke Die nehmen. Hacke lasse ich hier. Die lasse Ja, ich die dort am brauchst Weg. du jetzt auch. Nein, dann Kannst du gehe mir die ich. Kamera Dann gehe ich voraus. Jo. Ah, hier wollte ich eigentlich auch noch planieren, so ein bisschen. Ja, jetzt schauen wir mal das Grundstück an. Hier ist ein Wasserbecken, das nicht zu uns gehört. Hier ist ein kleines Stückchen, das nicht uns gehört, mittendrin in unserem Grundstück. Ja, und da wollen wir dann versuchen, Kontakt zu knüpfen mit dieser Besitzerin und sie fragen, ob wir das einfach auch kaufen könnten. Weil es wird auch nicht bewirtschaftet und sie wohnt in Frankreich. Oh, das ist halt die Wasserquelle, ne? Ja, daneben ist noch einmal ein Wasser. Das dürfen wir wiederum benutzen. Das gehört auch uns. Und dazu Jams. Der wächst immer im fließenden Gewässer, mit den Füßen im Wasser. Da rinnt das Wasser und bewässert die Bananen.
Ja, dann weiter hinauf. Auf der rechten Seite sind Weinreben. Ja, Sie sind ja der Meinung, die Piperella macht nichts. Aber mich stört das schon, wenn das überall wuchert. Das ist auch ein Strunk. Das ist ein Strunk von der Piperella. Da, wo du sie jetzt abgeschnitten hast. Ich glaube hier, der, siehst du? Ja, der ist schon vermodert. Der ist schon vermodert. Ja, Leute, ihr seht, Arbeit. Ja, ich glaube, mit der Piperella müssen wir noch ein paar Jahre kämpfen, bis die wirklich ausgerottet ist. Hier wächst Zuckerrohr. Ist das jetzt ein Stück, das auch nicht uns gehört, das zweite kleine? Genau. Und zwar sollte das Stück bis zur Mauer sein, denke ich. Ja, ist nur ein kleines. Ja, eben ein komisches kleines Stück, das auch nicht bewirtschaftet wird. Das gehört auch noch derselben Besitzerin wie das untere kleine Stück. Das ist eine Erbsgeschichte und Scheidungsgeschichte und die hat wohl bestanden darauf, dass sie da ihren Anteil bekommt. Und jetzt, ja, werden wir da eine Lösung suchen. Ja, da werden wir auch eine Lösung finden. Aber abzocken lassen wir uns natürlich nicht. Ne? Ja, ja. Man sieht ja hier, ja, da ist nichts passiert die letzten 10 Jahre. Nichts. Einfach ein Erbschaftsstreit und ja. Ja, ja. Und sie ist irgendwie beleidigt wegen der Scheidung, was weiß ich. Und wir jetzt, da ist ein bisschen störrisch. Gut. Und auf der rechten Seite ist immer noch der Wein, der ist schön gepflegt. Ja. Die Piperella da, die mir das Bein stellt. Ich töte dich. Ja, oh. Jeder. Ja? Komm. Gut. So. Und dieses Grundstück ist dann wieder unseres. Das sieht aber auch nicht viel besser aus. Ist das wohl so? Ja. Oh, hier. Oder erst das obere Stück. Nee, das hier wird schon unser sein. Aber schauen wir uns auf der Karte noch. Ah, könnte sein, dass das auch noch. Könnte sein, dass das auch noch hier gehört. Gehen wir mal wieder eins noch weiter rauf. Ja. Es ist ein bisschen hoch, he? Wahrscheinlich gehört das auch nicht uns. Lassen wir das mal. Das große Stück auf der Karte. Ja, ja. Ja, oder geht es vielleicht bis zur Mauer sogar? Nee. Aber das schauen wir uns auf der richtigen Karte, schauen wir uns das nochmal an. Ja, ja. Da könnte ich zum Beispiel auch was dazu schneiden, wo man genau die beiden weglaufen kann. Das könnte ich noch machen, weiß ich auch. Ja, und jetzt geht's da rein, ne? Also. Eben der hintere Teil, der gehört ja dann doch uns, neben diesem Stück. Ja. Aber da zum Wein können wir ja mal rüber.
Ja, gehen wir mal dahin. Ich gehe darum. Wein. Ingo. Ja. Hallo. Eben da steht ein großer Feigenbaum. Und da krache ich. Da ist irgendwie, genau. Morsches Zeug, da versinkt man. Ja. Also dann wäre der ganze Wein hier bis hinten zur Mauer auch unseres. Puh. Hier der Feigenbaum. Ist ein bisschen Schitter irgendwie, kaum Blätter. Aber ich glaube, ich erinnere mich, dass die Feigen im Herbst die Blätter fallen lassen. Ja, da kennst du dich bestimmt besser aus. Ja, weil ich habe mich gewundert, warum im Dezember. Ja, da ist Draht. Überall Draht gespannt, pass auf. Vorsicht, ja. Da um den Wein hochzubinden. Um den Wein zu stabilisieren, ja. Und natürlich auf der Höhe von den Madeiranzer gespannt. Also so 1,60. Ja, aber dahinter ist einfach Wein. Ja, dann gehört der ganze Wald da unten auch uns. Ja, da ist wirklich Wildnis da unten. Ja, guck mal hier, die Reben. Ja. Was ist mit denen passiert? Ja, da hat halt niemand abgelesen. Aber hier waren doch nie Beeren dran, oder? Sind die abgefallen? Die sind abgefallen. Okay. Oder also die haben das nicht geerntet. Oder meinst du, es war krank? Ich weiß nicht. Aber sonst sehen die Blätter ja gut aus. Also wir haben sehr viel Wein. Tja. Hier ist das Avocado, ne? Ja, das ist Avocado. Dieser alte Baum hier. Und daneben ist noch ein Avocadobaum. Mango. Mango ist das? Ja, also das mit den spitzen Blättern hier ist Mango. Okay. Und das mit den breiteren Blättern hier ist Avocado. Aber die scheint auch krank zu sein mit den braunen Ja, Blättern. irgendein Pilz oder so. Ja, Ja. müssen wir Die sind einfach nicht Rangehen. gepflegt. dran gehen. Ja. Die peppeln wir alle wieder auf. Und da unten stehen halt auch sehr viele und da wird überhaupt nichts gemacht. Da schmeißen sie einfach das alte Holz runter. Ja. Ja, wir müssen hier so schnell wie möglich wieder hin, um Gas zu geben. Ja, das kleine Stück Wald da unten. Ja, Draht. Achtung, Draht. Gut. Wolltest du gehen? Nö, einfach nur mal kurz filmen, damit man das hinterher auf dem Video sieht. Damit wir das noch zu Hause nachverfolgen. Ja, eben das ganze Stück mit Weinreben. Und da hinten ist dann die Mauer zum Nachbarn. Da ist wieder eine Mispel in dieser Ecke. Das ist die Mauer zum Nachbarn. Beim Nachbarn sieht es aufgeräumt aus.
Bei uns sieht es ein bisschen mehr nach Wildnis aus. Ja. Und der Wein auch. Ja. Da sieht man eben auf die untere Ebene, wo der kleine Wald ist, mit allen möglichen Bäumen. Da wächst alles wild durcheinander. So, jetzt gehe ich wieder zurück. So, Mission accomplished. Ja, und Kopf. Ja. Puh. Ja. Ja. Und das sind ja auch die Süßkartoffeln. Und sie sagte ja auch, dass auf unserem Grundstück keine Süßkartoffeln sind. Das sind Süßkartoffeln. Diese Blätter. Wie meinst du, auf unserem Grundstück keine Süßkartoffeln? Ich habe ihr doch gesagt, dass das Süßkartoffeln sind und sie sagt dann nein, auf unserem Grundstück nicht. Und darum gehört dieses noch mit dem unteren Grundstück hier eben der anderen Frau. Okay. Silo sagte die ganze Zeit, ja, einfach ein Zäun, dickes Gitter vormachen. Ja, da sieht man eine Süßkartoffel. Ist schon angeknabbert von Mäusen. Ja, Mäuse sind cool. Solange wir sie dann nicht im Haus Die haben. sind vor allem nicht blöd. So, bitte sehr. Da ist die Süßkartoffel. Ja, hast du Hunger, Ingo? Total. Deswegen muss ich auch gleich unbedingt zum Carlos und was essen. Achso, ich dachte, ich koche dir da die Süßkartoffel. Ja, kannst du machen. Nehmen Sie mit zu Marisol und sie bereitet sie zu. Kann ich auch in der Pfanne zubereiten. Ja, lassen wir das. Das wäre eine gestohlene, das ist ja nicht uns. Wer sich nicht um sein Land kümmert, Ja. ne? Eigentum verpflichtet. Und da auf dem gleichen Stück ist auch ein schöner Orangenbaum. Der gehört dann wohl auch nicht dazu, dass diese Ecke auch nicht uns ist. Also ich bin dafür, wir treten mit der Frau in Kontakt. Ja. Noch mal eine Stufe höher. Noch ein bisschen schön, damit wir zu Hause dann Diskussionsmaterial haben, was wir hier machen. Zum Beispiel dieser uralte Weinstock da vorne, der sieht nicht gut aus. Ne? Ja. Wir wissen ja gar nicht, was für Trauben das überhaupt sind. Da vorne ist auch noch einer. Und ich möchte auch gerne vielleicht noch, wie wäre es mit Pfirsichbaum, Aprikosenbaum, Lass uns Platz machen, irgendwelche andere Sachen. Weil wir brauchen nicht so viel Wein, um dann das ganze Jahr über Wein zu trinken. Das ist nicht so. Also wir brauchen das nicht. Nicht um Wein zu trinken, aber
Ich würde die Weinstücke erstmal behalten wollen, bis wir uns klar sind, Ja, was wir wirklich mit dem ganzen Land machen. Klar. Ja, ja. Schon klar. Weil sonst stellen wir einfach Leute an, die das Zeug warten und ernten, bezahlen die Leute und ja, da springt bestimmt was bei raus. Ne? Ja. So, und sonst, ja. Und Weinpresse haben wir auch, wir müssen einfach noch die Fachkenntnis haben, wie man Wein macht. Und das werden wir uns aneignen. Klar, so leichtfertig schmeißen wir nichts weg. Da ist auch noch wieder Wein. Ja. Und eben hinter dem Wein geht es ja auch wieder bis zum Nachbarn auf dieser Seite. Ja. Wir haben ja beim letzten Video letzte Woche nur die linke Seite gefilmt quasi. Ja, dies geht halt nicht so besonders weit bis zum Nachbarn. Wir haben ohne Ende Wein. Ohne Ende. Ja, Ganz krass. ja eben. Vielleicht. Nein, es ist alles für Wein. Es sind alles Trauben für Wein. Es gibt keine Tafel Trauben. Ja. Dann gehen wir mal da rein. Kommt eine Mauer, dann müssen wir wohl einen Step höher. Ja. Nächster Absatz, wieder mit Wein. Wein und eine Passionsfrucht. Da hat es noch eine Passionsfrucht. Yay. Yay. Ja, Passionsfrucht ist natürlich auch toll. Das ist auch alles Wein bis hinten zur Mauer. Alles Wein. Und was haben die Bienen gesagt? 12.000 Liter. Ja. Und was machen Sie mit den 12.000 Litern? Weiter verkaufen. Ja. Da ist wieder der Zaun zum Nachbarn. Und hier unser Stück mit dem Wein. Die Terrassenmauern aus dem vorletzten oder vorvorletzten Jahrhundert. Wie die das wohl gemacht haben, diese Terrassen gebaut mit den riesigen Steinen. Tja. Alles Wein bis zur Mauer, bis zur Grenze. Das ist groß, hä? Yes. Bist du jetzt Weinbauer? Noch nicht. Noch nicht. Angehend. Angehender Weinbauer, das lasse ich durchgehen. Besitzer? Besitzer. Aber Besitz, Eigentum, nee, man muss es machen. Selber mit den eigenen Händen muss man da. Tja. Und dann kann man sich Weinbauer nennen. Genau. Da kannst du dich jetzt aber austoben. Das wird so cool, Leute. Das wird so cool. Endlich mal entschleunigen von der täglichen Arbeit. Ja. Tja, vom Softwareingenieur zum Weinbauer. Angehender Weinbauer. Aber wer weiß, vielleicht macht man den Job des Softwareingenieurs ja hier auch noch auf der Insel.
Mal gucken, was passiert. Du hast ja alle Optionen offen. So sieht's aus. So. Jetzt sind wir schon weit oben. Ja, das ist so. Haben wir noch eine? Ja, ich gehe noch eins und schau dann mal runter auf das Haus. Ja, da gehört diese komische Holzhütte ja auch uns. Ja, nur diese hier. Wenn es gerade hinaufgeht, dann gehört die auch uns. Eine Holzhütte. Und da unten das Haus. Oi, 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 oi. Ja. Oh, Kastanien. Ja. Kastanien. Ein Kastanienbaum haben wir auch. Das sind bestimmt Esskastanien. Ja. Esskastanien. Gut. Muss ich nichts mehr zu sagen. Ja, auf der anderen Seite kommt wie so oft wieder Wein. Und steil wird es auch. So, der Weg kam mir aber beim letzten Mal nicht so zugewachsen vor. Ja, das siehst du, was alles passieren kann in einer Woche. Doch, doch, das wächst halt. Wein. Noch eine alte Bewässerungsrinde. Hier ist die Grenze zum Nachbarn. Wieder mal. Da ist die Mauer ein bisschen zusammengebrochen.
ein Rohr, das zu dieser Bewässerungsrinne führt. So. Oh, Brombeere. Ah, siehst du? Hier muss eine Treppe hin. Hier ist Brombeere. Schnell weg. So, nächster Abschnitt. Ja, wenn wir schon da sind, können wir gerade so gut bis ganz oben. Nein, müssen wir auch nicht. Es geht ja darum, dass ich irgendwie das Grundstück kennenlerne, damit mir klar wird, wie groß das ist. Da ist eine ziemlich steile Treppe. Da hinten hat es Mispeln, Schilf, Lilien. Und noch ein Fruchtbaum. Ich weiß nicht genau, was das ist. Orangen oder so. Ja, da oben geht es einfach weiter mit Treppen und Wein, Ingo. Ja. 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 Ein Abschnitt noch, schnell nach rechts gucken und dann ist gut. Aha. Gut, gut.